Hallo Freunde der Werkstatt! Wenn ihr euer Zuhause ein bisschen intelligenter machen wollt, dann braucht ihr so ein Energiemessgerät. In diesem Video zeige ich euch, was man alles mit Shelly machen kann und wie man den im Sicherungskasten richtig installiert. Dann installieren wir die App. Ich zeige euch die wichtigsten Grundeinstellungen in der App und zum Schluss programmieren wir noch eine Szene mit dem Shelly. Shelly ist ein Smart Home System, welches aus einer Software besteht und ihr könnt das Ganze bedienen übers Handy oder am PC. Dann gibt es mittlerweile etwa 150 Geräte von Shelly, die ihr damit ansteuern könnt. Ich mache euch hier mal ganz ein einfaches Beispiel. Wenn zum Beispiel dieser Temperatursensor einen Wert von über 25 Grad anzeigt, dann soll mir dieser Plug hier schalten. In diesem Plug habe ich jetzt zum Beispiel einen Ventilator eingesteckt. Das kann ich hier in der Software, so eine Szene erstellen. Das ist ganz einfach. Oder ich erstelle hier zum Beispiel ein Zeitprogramm, das von abends um 20 Uhr bis morgens um 6 Uhr dieser Plug geschaltet wird. Und hier habe ich vielleicht eine Außenbeleuchtung dran angeschlossen im Garten. Ihr könnt aber auch anstatt so einem Plug zum Beispiel so ein Teil hier hinter die bestehende Steckdose verbauen oder in der Decke hinter eine Lampengruppe. Und dann könnt ihr bestimmen, was dieses Teil machen soll. Oder zum Beispiel hier diese Wetterstation, wenn die einen Wind misst über 10 Meter pro Sekunde, dann soll dieses Teil einschalten. Hier angeschlossen sind die Sonnenstoren, die kann man hier aus- oder einfahren. Es gibt für jede Anwendung irgendein Gerät. Also dieses Teil zum Beispiel, das ist die neueste Generation, kostet irgendwie 16 Euro, man kann 16 Ampere damit schalten und der misst einem sogar noch den Verbrauch, was hier angeschlossen ist. Wird hier auch angezeigt. Jetzt können wir natürlich ganz komplexe Szenarien erstellen. Zum Beispiel dieser Bewegungsmelder meldet eine Bewegung. Der Wassermelder meldet mir ein Leck. Der Windsensor meldet mir mehr als 10 Meter pro Sekunde. Jetzt soll mir 2 von diesen Teils sollen eingeschaltet werden, 1 soll ausgeschaltet werden. 3 von diesen Dingen sollen einschalten und 2 von diesen Dingen sollen ausschalten. Aber nur, wenn der Gesamtverbrauch, respektive wir einen Überschuss haben von der PV-Anlage von mindestens 2000 Watt, aber höchstens eine Stunde lang. Also ihr merkt, wir können alles miteinander verknüpfen und verbinden und so richtig komplexe Schaltungen uns zusammenbauen. Jetzt kommen wir zu dem Shelly Pro 3 EM. Das ist unser Stromzähler. Ich habe bereits auf meinem Dach eine große Solaranlage, Wechselrichter und Batterie von Sungrow. Ich habe auch schon ein Smart Meter verbaut, aber das kommuniziert nur mit Sungrow. Jetzt habe ich mir von Marstec einen zusätzlichen Solarspeicher gekauft, respektive ich warte immer noch darauf, den habe ich vor 3 Monaten bestellt, ist immer noch nicht gekommen. Nun hat Marstec ein eigenes Smart Meter, der mit Marstec-Produkten kommuniziert. Aber nur mit Marstec-Produkten. Aber dieses Gerät kommuniziert auch mit einem Shelly. Das ist kompatibel. Und mit dem Shelly habe ich aber viel mehr Möglichkeiten, um auch noch andere Geräte zu steuern. Schnell ein kleiner Spoiler, wenn ihr jetzt mehrere Marstec-Produkte parallel miteinander betreiben wollt, dann nehmt das Original Smart Meter von Marstec. Denn in den Foren habe ich gelesen, dass das funktioniert, aber mit Shelly nicht funktioniert, wenn ihr mehrere Marstec-Produkte parallel betreiben wollt. Gut, diese beiden Geräte, die kommunizieren miteinander. Sobald hier Überschuss gemessen wird in der Elektroverteilung, dann wird dieser Speicher geladen. Gut, jetzt habe ich folgende Situation. Ich habe von meiner PV-Anlage einen Überschuss von 3 Kilowatt. Das erfasst mir hier der Shelly und meldet das der Software. In der Software habe ich eine Szene erstellt. Wenn ich einen PV-Überschuss von mehr als 2 Kilowatt habe, dann soll dieses Teil hier anschalten und an diesem Teil ist zum Beispiel eine Klimaanlage angeschlossen oder ein Heizstab
oder was auch immer. Jetzt habe ich zusätzlich in dieser Szene noch gesagt, wenn diese Situation eintrifft, dann soll er dieses Gerät mindestens 30 Minuten einschalten, damit die Klimaanlage nicht immer ein- und ausschaltet, falls hier die Wolken drüber gehen. Da aber im Moment 3 Kilowatt vom Dach kommen, wird diese Batterie mit 1 Kilowatt aufgeladen. Also wir verschenken absolut keinen Strom. Wenn euch diese günstigen Speicher interessieren, habe ich dazu mal ein Video gemacht, könnt ihr hier sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel große Lasten schalten will, die auch dreiphasig sind, könnte ich zum Beispiel in der Elektroverteilung einen Schütz einbauen und der wird gesteuert über ein Relais von Shelly. Das ist das gleiche einfach in der Version für die Elektroverteilung, oder das hier wäre ein potentialfreies Relais. Und da könnte ich ganz easy diesen Schütz ansteuern. Und der kann mir dann zum Beispiel einen dreiphasigen Heizstab durchschalten oder eine große Klimaanlage einschalten, die dreiphasig betrieben wird und so weiter. Ich werde demnächst auch noch ein Video machen über meine 20 Jahre alte Wärmepumpe, die absolut nicht intelligent ist. Ich kann der nur 2 Zeitprogramme installieren, aber die werde ich jetzt nachher über einen Shelly steuern und da kann ich mir auch 30 Zeitprogramme erstellen und außerdem eine Heizungsumweltpumpe, die ich auch über Shelly ansteuern werde. Falls euch solche Themen interessieren, könnt ihr mich gerne abonnieren und drückt doch gerne den Daumen hoch, das ist extrem wichtig und absolut gratis. Danke vielmals. Jetzt habe ich euch das Shelly-Universum mal schnell erklärt und da gibt es natürlich auch noch andere Hersteller wie Shelly, wie SmartLife, Tuya Smart, Apple und so weiter. Wenn ihr jetzt noch einen Schritt weiter gehen wollt und euch einfach das Universum von Shelly nicht reicht, dann gibt es Home Assistant. In Home Assistant könnt ihr absolut alles von verschiedenen Herstellern integrieren und smart steuern. Home Assistant ist richtig geil, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach, wie wenn ihr zum Beispiel im Shelly-Universum bleibt. Ihr habt hier zwar alle Möglichkeiten, aber ist auch um einiges komplizierter und wahrscheinlich nicht für jeden Anwender geeignet. Das ist der Shelly Pro 3EM. Für mich das beste Energiemessgerät von Shelly. Der kostet ungefähr 70 € und der kann eigentlich ziemlich alles. Der kann per Bluetooth, Wi-Fi und hat noch einen LAN-Anschluss. Mitgeliefert werden 3 Messklemmen. Die können einfach um die Phasen gelegt werden. Das Anschlusskabel ist ungefähr 60 cm lang. Die 3 Messklemmen können 120 Ampere, also bis 120 Ampere messen. Das reicht auch für jede Verteilung. Wenn wir jetzt hier noch schnell das Schema anschauen, der hat hier 4 Messklemmen drauf. Dieser hier ist für den Neutralleiter, aber den braucht ihr nicht, der wird auch nicht mitgeliefert. Ihr habt einfach die 3 Phasen. Den müsst ihr nicht anschließen. Dann ist es eigentlich relativ einfach. IA, IC, IB und IN. I steht für Strom. Also hier kommt IA rein und ihr seht, hier ist das immer beschrieben. Das wäre jetzt der C. Der C kommt jetzt hier rein. Den kann man einfach hier einstecken. Also die 3 Messwandler kann man hier einstecken. Dann oben kommt die Zuleitung, die 3 Phasen L1, L2, L3 und der Neutralleiter ist hier auch angeschrieben. Also A wäre L1, B wäre L2 und C L3. Und wie gesagt hier der Neutralleiter. Zeige ich euch aber noch in dem Schema, wie man den richtig anschließt. So, hier kommt die Zuleitung rein in den Hausanschlusskasten, dann geht das Kabel hier auf diese Klemme, von hier aus gehen die Kabel auf den Zähler und vom Zähler kommen sie hier wieder hoch. Das heißt, ich muss entweder hier an diesem Kabel nach dem Zähler oder hier vor dem Zähler muss ich diese Klemmen montieren. Dann den Strom kann ich irgendwo abzapfen, das ist eigentlich egal wo, es muss einfach in der gleichen Gruppe sein. Hier habe ich zum Beispiel eine 13 Ampere Sicherung.
Hier kann ich L1, L2, L3 und den Neutralleiter nehmen und hier werde ich den Jelly montieren. Als erstes muss ich mal sagen, wenn ihr nicht Elektriker seid, dürft ihr hier auch gar nichts machen, das ist lebensgefährlich. Gut, unser Energielieferant bringt uns hier die Zuleitung, geht hier auf den Zähler. Vom Zähler geht dann das irgendwo auf eine Klemme, dann habt ihr entweder ein FI, nach dem FI habt ihr Leitungsschutzschalter oder so wie in diesem Beispiel geht es hier direkt auf einen Leitungsschutzschalter ohne FI dazwischen. Ich habe das jetzt hier nur einphasig gezeichnet, ich zeichne es schnell dreiphasig. So, die Klemmen kommen hier rum, denn wir wollen ja den gesamten Stromverbrauch wollen wir mit diesem Jelly messen. Ich kann auch ein Jelly hier dazwischen schalten, aber dann kann ich zum Beispiel, wenn ich ihn hier reinschalte, hier ist die Wärmepumpe angeschlossen, dann messe ich eigentlich nur den Verbrauch dieser Wärmepumpe. Aber ich möchte die gesamte Last, was ins Haus rein oder raus geht, messen, deshalb muss ich ihn irgendwo hier. Gut, dann haben wir hier L1, L2, L3 und wir haben Klemmen A, B, C. Also dann nehme ich hier den A, hier den B und hier den C und führe diese Messklemmen nun da rein. Hier ist auch angeschrieben A, B, C. Und jetzt ist es wichtig, A ist in unserem Fall L1 und hier oben an dem Leitungsschutzschalter nehme ich jetzt auch L1 und speise den hier ein auf A, B und C. Also wenn hier A ist auf L1, muss auch hier der auf L1 sein. Wenn ihr hier was vertauscht, habt ihr ganz blöde Werte nachher. Dann sucht ihr euch natürlich einen Leitungsschutzschalter, der irgendwie 10 oder 16 Ampere hat. Dann könnt ihr nämlich hier mit 1,5 Quadrat Kabel oder 2,5 Quadrat Kabel hier drauf fahren. Wichtig ist einfach, dass der Jelly über einen Leitungsschutzschalter angeschlossen wird, denn der Leitungsschutzschalter schützt unsere Leitung. Hier könnte natürlich auch noch irgendein anderes Gerät dran angeschlossen werden, ist auch kein Problem. Wir zapfen hier nur den Strom ab, damit er messen kann. Auch sehr wichtig ist, der Neutralleiter muss auf der gleichen Gruppe sein. Also wenn ich hier einen FI habe, nehme ich hier auch diesen Neutralleiter und führe ihn hier rein. Ich darf nicht einen Neutralleiter nehmen, der auf einem anderen FI ist. Das darf ich nicht machen. Jetzt muss bei den Messklemmen noch was beachtet werden. Die haben einen Pfeil drauf. Und zwar steht hier K nach L. L ist die Last. Das heißt, das Kabel muss so durchgeführt werden, dass der Pfeil Richtung Last zeigt. Last sind unsere Sicherungen hier oben. Das heißt, die Zuleitung, das Kabel muss so durchgeführt werden. Und hier geht es auf unsere Last. Die Messklemmen habe ich nun montiert und habe mir die Kabel hier raufgeführt. Dann habe ich mir den Jelly vorverdrahtet, alles eingesteckt und angeschlossen. Jetzt installieren wir zuerst auf unserem Smartphone das App von Jelly. Dann müssen wir alles zulassen und erstellen mit unserem E-Mail einen neuen Account. Dann bestimmen wir ein Passwort, dann bekommen wir ein Mail mit einem Code, den wir wieder eingeben können und nun können wir uns das erste Mal einloggen und kommen auf diese Seite. Jetzt klicken wir unten rechts auf Plus, Gerät hinzufügen, dann über Bluetooth, zulassen und weiter. Dann den Jelly auswählen und weiter. Dann gebe ich mein WLAN-Passwort ein. Jetzt gebe ich dem Gerät einen Namen. Anschließend erstelle ich einen neuen Raum und benenne auch den Raum. Und schon ist er installiert. Ich zeige euch das nun auf dem PC. Ihr könnt hier einfach online auf die Jelly-App gehen im Browser. Als erstes stellen wir mal die Sprache um. Könnt ihr hier auswählen. Hier haben wir unseren Jelly. Wenn wir draufklicken, sehen wir hier alle Daten.
Zuerst gehen wir mal hier drauf. Dann habe ich Ethernet aktiviert, denn ich habe es gerne über das LAN-Kabel. Und das WLAN habe ich deaktiviert. Dann Bluetooth habe ich ausgeschaltet. Als nächstes geht ihr hier drauf und installiert die aktuelle Software. Dann möchte ich euch hier noch etwas Cooles zeigen, und zwar Reichweitenverstärker. Das ist richtig geil. Wenn ihr das aktiviert, dann ist euer Shelly Pro 3 EM eigentlich ein WLAN-Repeater. Also wenn ihr zum Beispiel in der Verteilung noch mehrere Geräte haben, die WLAN brauchen, könnt ihr das einschalten und dann hat zum Beispiel euer Keller auf einmal auch WLAN. Das ist eine richtig coole Funktion. Dann können wir hier drauf gehen, da haben wir die Statistik. Hier können wir verstellen, wie wir das gerne dargestellt haben. Man kann hier drauf gehen, dann hat man das Vollbild. Was ich auch lange gesucht habe, dass ihr euch hier mehrere Werte anzeigen könnt. Klickt ihr da drauf. Dann geht ihr Gerätekarte anpassen und da könnt ihr hier Werte hinzufügen und dann werden euch die Werte hier angezeigt. Jetzt erstellen wir noch eine Szene. Machen wir hier neue Szene, wenn Bedingung hinzufügen, gerätebasiert. Jetzt nehmen wir unseren Shelly. Also wenn die Gesamtleistung größer ist als 3000 Watt. Wenn ich hier etwas mit Überschuss machen will, dann müsste ich jetzt hier minus 3000 Watt eingeben. Gut, größer, ich will größer als 3000 Watt Verbrauch. Dann soll ein Auslöser betätigt werden, einmal, ohne Verzögerung, speichern. So, jetzt könnte ich hier noch eine Bedingung hinzufügen, aber das lassen wir jetzt. Jetzt können wir auswählen, was dann passieren soll. Wir wählen eine Aktion aus. Ich möchte jetzt einen Alarm. Und zwar aufs Telefon. Und zwar nicht einfach einmal, dass es irgendwie einmal klingelt, sondern ich möchte wirklich einen Alarm. Weiter. Der soll sofort ausgeführt werden. Aktive Zeit, immer, könnte ich hier einen Zeitplan auswählen, aber er soll das immer machen. Das schalte ich jetzt schnell aus. Global, jawohl. Dann bekomme ich auch einen Alarm, wenn ich unterwegs bin. Szenenname ist bla bla bla. Speichern. So. Jetzt habe ich diese Szene hier erstellt. Sie ist auch eingeschaltet, also aktiv. Jetzt kann ich hier schnell schauen. Im Moment haben wir 1,24 Kilowatt Gesamtverbrauch. Jetzt schalte ich mal meinen Heizlüfter ein. Das war jetzt mein Telefon, das ausgelöst hat. Ich könnte jetzt hier zusätzlich in den Szenen, könnte ich diese Szene bearbeiten. Das war diese. Und jetzt könnte ich der noch eine andere Aktion hinzufügen. Mache ich auch eine Benachrichtigung. Und zwar möchte ich zusätzlich noch ein E-Mail bekommen. Hier könnte ich auch schreiben, wir haben über 3 Kilowatt und speichern. So, jetzt seht ihr, wenn der mehr als 3000 Watt Verbrauch hat, dann bekomme ich einen Alarm aufs Telefon und zusätzlich noch ein E-Mail. Also ihr seht da, wie einfach das eigentlich so funktioniert. Hier kann ich beliebig viele Bedingungen hinzufügen mit anderen Shelly-Geräten. Das ist wirklich ziemlich easy. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Lasst auf alle Fälle einen Daumen hoch da. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.